Hare Krishna. Der Fluss Ganges ist bekannt als der heiligste Fluss in Indien, weil er von den Lotusfüßen Sri Vishnus von Vamana berührt wurde. Für uns Vaishnavas ist die Yamuna doch noch heiliger als die Ganges, weil sie aus der spirituellen Welt kommt. Und der höchste Herr, Krishna und sein Bruder Balaram, dort gebadet und ihre Spiele vollzogen am Ufer der Yamuna. Dieser Fluss, der aus dem Gletscher im Himalaya entspringt, die Quelle, und dort ist auch ein Tempel im Himalaya, wird Yamunotri genannt. Wie kam also Yamuna auf diese Erde? Eines Tages informierte Shri Krishna Srimati Radharani in Goloka Vrindavan, dass sie nun auf der Erde erscheinen sollten, da es Zeit für sie sei, ihre transzendentalen Spiele in der materiellen Welt zu verrichten. Radharani antwortete, dass sie nicht sehr glücklich sein würde, wenn Sri Vrindavan Dham, die Yamuna und der Govardhan-Hügel dort nicht wären. Shri Krishna sagte dann zu Radharani, dass sie sich keine Sorgen machen müsste, da Sri Vrindavan Dham zusammen mit der Yamuna und Govardhan-Hügel bereits auf der Erde erschienen sei. Und so erschienen sie beide vor über 5000 Jahren in Vraj Dham, Vrindavan. Yamuna ist eine Gemahlin von Sri Krishna. In Goloka ist die göttliche Wohnstätte des Herrn und die Heimat von Yamuna Devi, Yami. Es ist so, dass der Fluss zuerst um Sri Krishna herumfloss, bevor er gemäß dem Befehl des Herrn auf die Erde hinabstieg. Seitdem fließt Yamuna wie ein Fluss. Yamuna ist auch als Krishna oder Kalindi bekannt. Es war Yamunas Glück, dass sie den Klang der Flöte hören konnte, die von allen Ohren geliebt. Und Lord Shri Krishna verbrachte seine Kindheit in Gokul an den Ufern des Flusses Yamuna. Der Fluss Yamuna wird Kalindi genannt. Als er den Gipfel von Kalind berührte, dann stieg sie den Hügel hinunter und erreichte die Ebene von Kandavan, die jetzt als die Stadt Delhi bekannt wurde. Yamuna hatte sich danach gesehnt, den allmächtigen Lord Shri Krishna als ihren Ehemann anzunehmen. Daher nahm sie die Gestalt einer äußerst hübschen Frau an und begann, an diesem Ort strenge Bußen sich aufzuerlegen. Lord Surya, Yamunas Vater, baute dort einen Unterwasserpalast, damit sie sich ausruhen konnte. Es wird angenommen, dass sie immer noch dort wohnt. Durch einfaches Baden in der Yamuna erreichen die Devotis die Gemeinschaft mit Sri Hari. Eine Person, die dort badet, erreicht das Ergebnis, alle heiligen Plätze besucht zu haben. Yamuna Devi, die auch als Kalindi, die Dunkle, bekannt ist, wird im Rigveda Yami genannt. Sie ist die erste Frau, die Frau des Lebens, zusammen mit ihrem Zwillingsbruder Yamaraj, dem Gott des Todes. Sie wird vom fließenden Licht und der Sonne umgeben, Yamuna Devi. Ihr Vater ist Surya, der Sonnengott, und ihre Mutter ist Saranyu, die Wolkengöttin und Göttin der Morgenröte. In den alten vedischen Texten wird gesagt, sie ist nicht nur als Fluss, sondern auch mit der Erde verbunden. Und dies spiegelt sich darin wider, dass ihr Begleittier eine Schildkröte ist, ein Wesen, das sowohl Wasser als auch Erde ist. In den späteren Literaturen ist Yamuna Devi mit Krishna verbunden. In der Nacht von Krishnas Geburt trug ihn sein Vater über den Fluss Yamuna, und Yamuna Devi schuf eine sichere Passage für diese Reise. Später wird sie als Krishnas Geliebte und manchmal sogar als seine Frau und auch als Gemahlin von Sri Vishnu bezeichnet. Sie ist eine ewige Gefährtin des höchsten Herrn, Sri Krishna. Yamuna Devi Ki Jai.